Leute, das, was ihr gleich hört, wird euch schockieren. Ein 12-jähriges Mädchen, das auf der Straße lebt, macht das Unmögliche möglich. Sie zähmt einen Hund, den niemand anfassen konnte. Einen Hund, der 3 Trainer ins Krankenhaus geschickt hat. Und das Verrückteste? Sie will nicht mal das Geld dafür. Die späte Nachmittagssonne warf lange Schatten über die sanften Hügel des Wilhelm-Hundegestüts, ein riesiges, makelloses Anwesen, versteckt in den ruhigen Hügeln von Baden-Württemberg. Reihen von gut gebauten Zwingern säumten die Zäune, jeder einzelne beherbergte Hunde, die mit militärischer Präzision gezüchtet, trainiert und gepflegt wurden. Aber da war ein Gehege, das ganz hinten von den anderen entfernt lag, dem sich niemand leichtfertig näherte. Darin lebte Max, ein massiver deutscher Schäferhund mit kaltem Feuer in seinen Augen und einem Ruf dunkler als die Narben auf seiner Schnauze. Max bellte nicht, er knurrte. Er jagte nicht, er griff an. 3 Trainer hatten in den letzten 6 Monaten versucht, ihn zu rehabilitieren. 2 gingen mit Stichen, einer mit einem gebrochenen Arm. Trotzdem weigerte sich Herr Wilhelm, der Milliardär und Tech-Mogul, der zum Einsiedler geworden war, Max einzuschläfern oder wegzugeben. Niemand verstand wirklich warum, bis jemand ein altes, abgenutztes Foto auf seinem Büroregal bemerkte. Ein Junge, vielleicht 8 Jahre alt, saß auf einer Türschwelle und hielt einen Hund, der genauso aussah wie Max. Die Bildunterschrift lautete »Ich und Duke 1965«. Wilhelm war schon immer ein stolzer, distanzierter Mann gewesen, schwer zu erreichen, noch schwerer zu lesen. Aber bei Hunden wurde er weich. Sie waren seine einzige Verbindung zu etwas Menschlichem, zur Vergangenheit. Deshalb stand er mit verschränkten Armen am Zaun, während ein kalter Wind durch sein silbernes Haar strich, und machte die Ankündigung selbst. 1 Million Euro für denjenigen, der Max wieder freundlich zu Menschen machen kann. Nicht nur gehorsam, sanft, trauensvoll. Niemand lachte. Keine Seele dachte, es sei ein Scherz, denn sie wussten, es ging nicht ums Geld. Es ging darum, etwas zu retten, was Wilhelm nicht loslassen konnte, die letzte Verbindung zur einzigen Liebe, die er je kannte. Ach, übrigens, ich sehe, dass viele von euch noch nicht abonniert haben. Und das macht mich echt traurig. Ihr schaut meine Videos, aber vergesst zu abonnieren? Come on, Leute. Drückt den roten Button und werdet Teil unserer Familie. Es kostet euch nichts, aber bedeutet mir die Welt. Also, zurück zu Mia und dieser unglaublichen Geschichte. Im Herzen von Stuttgart, wo niemand das Kleine oder Stille bemerkte, trieb Mia wie Rauch dahin. Ungesehen, ungewollt, unbeansprucht. Mit nur 12 Jahren hatte sie bereits gelernt, wie man in Menschenmengen verschwindet, wie man auf Beton schläft, ohne zu laut zu zittern, und wie man bittet, ohne Worte zu benutzen. Ihre Tage waren ein Fleckwerk aus roten Ampeln und hastigen Schritten. Sie arbeitete an Ecken, wo der Verkehr langsamer wurde, wischte Windschutzscheiben mit einem Lappen ab, der mehr Löcher als Stoff hatte, bot Süßigkeiten an Fremde an, die selten anhielten. Ihre Stimme war mit der Zeit leise geworden, nicht aus Schüchternheit, sondern aus Nichtgebrauch. Die Welt hörte selten zu, also hörte sie auf, mit ihr zu sprechen. Sie erinnerte sich nicht wirklich an ihre Eltern, nur verschwommene Fragmente, ein Schlaflied, eine weiche Jacke, der Geruch von Zimt. Aber diese Erinnerungen waren längst gegen kalte Nächte und leere Mägen eingetauscht worden. An einem Nachmittag, während sie neben einem Parkplatz kauerte, hörte sie 2 Lieferfahrer neben ihrem LKW sprechen. Ein verrückter alter Milliardär bietet jetzt 1 Million Euro für einen Hund an. Der andere schnaubte. Nicht irgendeinen Hund, dieser Schäferhund ist ein Dämon, hat einem erwachsenen Mann den Arm zerrissen. Mias Ohren spitzten sich. Sie bewegte sich nicht, sie blinzelte nicht, hörte nur zu. Heißt, wer ihn wieder freundlich machen kann, bekommt das Geld. Später in der Nacht lag sie zusammengerollt unter dem rostigen Vordach hinter einer geschlossenen Tankstelle. Ihr Kapuzenpulli war feucht und ihre Finger taub, aber ihr Kopf war nicht bei Hunger oder Kälte. Er war bei dem Hund. Sie kümmerte sich nicht um das Geld, sie wusste nicht einmal, wie sich 1 Million Euro anfühlte, aber etwas an diesem Hund, etwas an der Vorstellung, dass niemand ihn erreichen konnte, berührte eine Saite so tief, dass sie in ihren Rippen nachklang.
Vielleicht braucht er jemanden wie mich. Mia erwachte vor der Sonne. Die Stadt war noch halb im Schlaf, gehüllte Nebel und entfernte Sirenen. Ihr Rücken schmerzte vom kalten Asphalt, aber sie setzte sich mit einem Zweck auf, den sie vielleicht noch nie gespürt hatte. Sie hatte keine Adresse, kein GPS, nur einen Namen, den sie im Vorbeigehen gehört hatte. Wilhelm Hundegestüt. Und das Gefühl, dass es weit außerhalb der Stadt existierte, jenseits der Autobahnen und des Lärms. Trotzdem stand sie auf, band ihre kaputten Turnschuhe zu, hängte ihre Plastikwasserflasche über die Schulter und begann zu laufen. Die Straßen waren ruhig, als sie sich durch sie bewegte, schnitt durch Gassen, über Bahngleise und hinaus in Richtung Landschaft. Sie hielt gelegentlich an, um nach dem Weg zu fragen. Manche antworteten mit einem Achselzucken, manche mit Lachen, andere mit vagen Gesten. »Geh weiter an den Feldern vorbei. Es ist weiter draußen, Kind. Du verschwendest deine Zeit.« Aber sie kehrte nicht um. Gegen Mittag wich der Beton Feldwegen und trockenem Gras. Ihre Beine brannten. Ihre Lippen rissen auf. Einmal wäre sie fast auf eine Schlange getreten. Zweimal überlegte sie aufzugeben. Aber etwas in ihr, der Teil von ihr, der trotz allem noch hoffte, trieb sie weiter voran. Als die Sonne tief am Horizont stand, erreichte sie das erste Zeichen des Anwesens. Ein hohes Holztor, flankiert von Eisenstangen und einem Paar stummer Überwachungskameras. Dahinter sanfte Hügel und Gebäude, zu weit entfernt, um sie klar zu erkennen. Ihr Magen knurrte, ihre Beine zitterten, aber sie trat näher. Ihre Hand ruhte auf dem Metallzaun, als sie flüsterte: »Ich hab es geschafft.« Sie wusste nicht, was sie sagen würde oder wer zuhören würde, aber sie war jeden Schritt allein gelaufen, und das bedeutete etwas. Das erste Mal, als Mia an das Tor klopfte, kam niemand. Sie wartete, griff die kalten Eisenstangen, ihre Augen suchten nach Bewegung jenseits der Bäume. Nach dem, was sich wie eine Stunde anfühlte, erschien endlich ein Wächter. Groß, breitschultrig, mit einer gepressten Uniform und verspiegelten Sonnenbrillen, die ihr schmutzbedecktes Gesicht direkt zu ihr zurückreflektierten. »Was willst du, Kind?« Ihre Stimme war ruhig, fast leise. »Ich habe von dem Hund gehört, Max. Ich möchte es versuchen.« Er schnaubte, lachte nicht, schnaubte. »Du willst es mit Max versuchen? Dieser Hund würde dich zum Frühstück fressen.« Er öffnete das Tor nicht, fragte nicht nach ihrem Namen, ging einfach weg. Aber Mia ging nicht. In dieser Nacht schlief sie zusammengerollt neben dem Tor, ihre Jacke bis zum Kinn hochgezogen, ihre Arme um ihre Knie geschlungen. Kojoten heulten in der Ferne und der Wind biss in ihre Haut, aber sie bewegte sich nicht. Am nächsten Morgen war sie wieder da und wartete. Derselbe Wächter kam heraus. »Immer noch hier? Geh nach Hause.« »Ich habe keins«, sagte sie. Am dritten Tag hatten Gerüchte unter dem Personal begonnen. Das Mädchen am Tor, die eine, die nicht weggeht. Einer der Gärtner brachte ihr ein halbes Sandwich, ging ohne ein Wort. Sie nickte dankend, aß jeden Bissen, als könnte er verschwinden, wenn sie blinzelte. Am vierten Morgen, als die Sonne über die Hügel kletterte, stand sie am selben Ort, Haar verfilzt, Schuhe durchgelaufen, Augen unerschütterlich. Der zweite Wächter, älter, ruhiger, stand eine Weile da und beobachtete sie, bevor er in sein Funkgerät sprach. »Herr Wilhelm, da ist ein Kind hier, kommt jeden Tag wieder, sagt, sie will Max treffen.« Eine Pause, statisches Rauschen, dann eine Stimme am anderen Ende. »Ich bin in 10 Minuten da.« Mia wusste nicht, wie er sich endlich bereit erklärt hatte, sie zu sehen, aber sie zuckte nicht zusammen, rannte nicht weg, lächelte nicht. Sie wartete einfach, so wie sie es immer getan hatte. Das Knirschen polierter Stiefel auf Kies war das erste Geräusch, das Mia hörte. Sie drehte sich nicht um, sie musste es nicht. Der Mann, der auf sie zuging, trug die Art von Stille, die Menschen dazu brachte, sich zu strecken, ohne zu wissen, warum. Sein Name musste nicht ausgesprochen werden. Herr Wilhelm, der Milliardär, der Mann hinter der Millionen-Euro-Herausforderung, derjenige, der seit über einem Jahrzehnt nicht mehr mit der Presse gesprochen hatte, der einst auf jedem Magazincover gewesen war,
lebte nun versteckt hinter Zäunen und Hunden. Er trug einen dunklen Mantel trotz der Hitze und eine tiefe Falte war in seinen silbernen Augenbrauen eingeprägt. Seine Haltung war fest, stolz, entschlossen, als würde er nicht so sehr gehen, sondern den Boden unter ihm befehlen. Er blieb ein paar Meter von mir entfernt stehen. Der Wächter trat zurück. Er musterte sie von ihrem verfilzten Haar bis zu ihren zerrissenen Schuhen. Seine Augen, scharf und unlesbar, blinzelten nicht. »Du bist diejenige, die gewartet hat.« Mia nickte. »Warum?« Ihre Antwort kam leise, aber ohne Zögern. »Ich habe gehört, niemand konnte Max erreichen. Vielleicht sollte ich es deshalb versuchen.« Wilhelms Ausdruck veränderte sich nicht, aber etwas flackerte hinter seinem Blick. Überraschung vielleicht. Oder Erinnerung? Er ist nicht sicher, sagte er. »Ich weiß. Und du denkst, du kannst ihm helfen?« »Nein.« Sie sagte, »Ich denke nicht, dass ich ihn reparieren kann. Ich denke nur, vielleicht muss er nicht repariert werden. Vielleicht braucht er nur jemanden, der bleibt.« Die Stille zwischen ihnen spannte sich wie ein straffer Draht. Dann, langsam, nahm Herr Wilhelm seine Sonnenbrille ab und enthüllte Augen, die zu viel gesehen und zu wenig vergessen hatten. Er blickte an ihr vorbei, zu dem Zwinger weit in der Ferne, dann zurück zu ihr. »Sei bei Sonnenaufgang hier. Du bekommst eine Chance.« Mia dankte ihm nicht. Sie nickte nur, ruhig, sicher, als hätte sie ihr ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Die Sonne war noch nicht vollständig aufgegangen, als Mia in den Hof trat. Das Gras war noch feucht unter ihren Füßen und die Morgenluft hielt eine Kälte, die durch ihren dünnen Kapuzenpulli biss. Ihre Finger zitterten, nicht vor Kälte. Heute ging es nicht darum, warm zu sein. Es ging darum, mutig zu sein. Auf der anderen Seite des Feldes bereiteten sich Hundeführer vor. Einer von ihnen ging zu der weit entfernten Ecke des Geheges, wo ein dicker, verstärkter Pfosten in die Erde gepflanzt stand. Daran befestigt war eine lange, robuste Leine, die sich wie eine Schlange zusammenrollte. Max war seit Monaten nicht mehr frei herumgelaufen dürfen. Nicht nach dem, was er dem letzten Krämer angetan hatte. Herr Wilhelm stand zur Seite, Arme fest verschränkt, Kiefer angespannt. Sein Ausdruck verriet nichts, aber seine Anwesenheit sprach lauter als Worte. Er musste es selbst sehen. In dem Moment, als Max erschien, wurde die Luft elektrisch, als hätte sich jeder Herzschlag auf diesem Feld seinem Knurren angepasst. Sein Fell glänzte schwarz und grau, straff über schlanke, kraftvolle Muskeln gespannt. Seine Ohren waren aufgestellt, der Körper aufmerksam, Zähne leicht gebleckt. Der Hundeführer befestigte die Leine an seinem dicken Halsband und trat sofort zurück, die Augen wachsam. Max knurrte, tief und guttural, zog gegen die Kette mit einer Kraft, die den Boden erschütterte. Mia zuckte nicht zusammen. Sie stand gerade außerhalb der Reichweite der Leine, weit genug entfernt, um sicher zu bleiben, aber nah genug, um gesehen zu werden. Sie sprach nicht, winkte nicht, forderte nicht heraus. Sie kniete sich einfach hin. Keine Werkzeuge, keine Befehle, keine Tricks, nur Stille. Max bellte, ein scharfer, bedrohlicher Ausbruch, dann stürzte er gegen die Leine, Muskeln angespannt. Die Kette hielt, Staub wirbelte um seine Pfoten auf. Er lief im Kreis, zog, testete, beobachtete. Und Mia? Sie wartete, ruhig, stetig, anwesend. Minuten vergingen, 10, vielleicht 15. Max hatte aufgehört zu bellen, aber sein Körper zuckte noch vor Anspannung. Er stand an der äußersten Reichweite seiner Kette, atmete schwer, Augen auf das Mädchen fixiert, das sich weigerte, Angst zu haben. Mia blieb kniend, Hände sanft auf ihren Knien ruhend. Ihr Blick war nicht direkt auf Max gerichtet, sie starrte sanft an ihm vorbei, als würde sie ihm Raum geben, sie zu beobachten, ohne sich herausgefordert zu fühlen. Sie bewegte sich nicht, sie blinzelte einmal zu viel, sie blieb einfach still. Die Hundeführer am Rand des Hofes bewegten sich unbehaglich. Einer flüsterte, wir sollten sie rausholen. Ein anderer schüttelte den Kopf und beobachtete Herr Wilhelm, dessen Arme immer noch verschränkt waren, aber der Kiefer nun leicht entspannt. Dann tat Max etwas, das alle erstarren ließ. Er setzte sich.
Nicht aus Gehorsam, nicht aus Training, sondern weil er zum ersten Mal neugierig schien. Seine Ohren zuckten nach vorn, sein Schwanz, immer noch tief, gab das schwächste Zucken. Mia bemerkte es, reagierte aber nicht. Sie griff langsam, sehr langsam, in ihre Kapuzenpullistasche und zog einen kleinen, halb aufgegessenen Müsliriegel heraus. Sie wickelte ihn vorsichtig aus und legte ihn vor sich hin. Dann bewegte sie ihre Hand weg. Macs Augen flackerten zum Essen, dann zu ihr, dann zurück zum Essen. Eine weitere Minute verging. Er stand wieder auf und machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn. Die Kette klirrte leise. Dann noch einen. Und noch einen. Bis er den Rand der Leine erreichte. Nur Zentimeter vom Müsliriegel und von Mia entfernt. Er knurrte nicht, fletschte nicht die Zähne. Er stand einfach da. Atmete schwer, sein Gesicht nur Zentimeter von ihrem entfernt. Mia senkte ihre Augen, nahm nie direkten Kontakt auf und flüsterte gerade laut genug, damit nur Max es hören konnte. Es ist okay. Ich bin nicht hier, um dich zu etwas zu zwingen. Ich möchte nur hier sein. Etwas in Max veränderte sich, wie ein Faden, der sich aus einem langen Knoten der Angst löste. Der Klang ihrer Stimme, ihre Sanftheit, ihr Mangel an Forderung, es rührte etwas Begrabenes, eine Erinnerung, vielleicht eine vergessene Wärme. Es fühlte sich an wie das Echo einer Liebe, die er einst gekannt, dann verloren hatte, und plötzlich fühlte er nicht mehr das Bedürfnis, sich zu schützen. Er beugte sich hinunter, nahm den Müsliriegel und setzte sich neben sie. Einfach so. Keine Gewalt, keine Angst, keine Befehle, nur Stille, nur Vertrauen. Die Stille hing lange in der Luft, nachdem Max sich neben sie gesetzt hatte. Niemand bewegte sich, niemand sprach, sogar die Vögel schienen den Atem anzuhalten. Herr Wilhelm trat langsam vor, seine Schuhe knirschten über Kies. Die Wächter tauschten Blicke aus, unsicher, ob sie folgen sollten. Die Hundeführer senkten ihre Funkgeräte. Etwas Unausgesprochenes hatte sich verschoben. Er blieb ein paar Meter entfernt stehen, seine Augen auf das unwahrscheinliche Paar im Morgenlicht gerichtet. Ein Straßenmädchen und der Hund, den niemand erreichen konnte. »Du hast es geschafft«, sagte er schließlich, Stimme tief, aber klar. »Niemand sonst ist jemals so nahe gekommen. Du hast gewonnen.« Mia drehte ihren Kopf zu ihm, stand aber nicht auf. »Die Million Euro gehört dir, wie versprochen.« Sie blickte hinunter auf Max, sein Körper ruhte nun gegen ihre Seite, seine Atmung gleichmäßig, fast ruhig. Sie streichelte einmal über seinen Rücken, dann stand sie langsam auf und bürstete Dreck von ihren Knien. »Ich will das Geld nicht«, sagte sie. Ein Schauder ging über den Hof. Wilhelm hob eine Augenbraue, sagte aber nichts und wartete. »Ich will ein Zimmer«, fuhr Mia fort. »Irgendwo sicher, ein Bett, aus dem ich nicht mitten in der Nacht rausgeschmissen werde, 2 Mahlzeiten am Tag und Schule. Ich will zur Schule gehen.« Ihre Stimme zitterte nicht, aber etwas in ihren Augen tat es, nur ein Flackern von Vulnerabilität, schnell unter der gleichen ruhigen Gelassenheit begraben, die Max gezähmt hatte. Wilhelm starrte an, als würde er versuchen, etwas weitaus Größeres zu verstehen, als was sie gesagt hatte. »Das ist alles?« fragte er. Sie nickte. »Das ist alles.« Er blickte an ihr vorbei zu Max, dessen Augen nun jeder seiner Bewegungen folgten, nicht mit Angst, sondern mit ruhiger Aufmerksamkeit. Dann zurück zu mir. Er atmete langsam aus und sprach diesmal sanfter. »Du wirst im Haupthaus leben. Wir haben ein extra Zimmer, du wirst mit mir essen und wir werden dich morgen früh einschulen.« Mia weinte nicht, nicht laut, aber ihre Schultern entspannten sich zum ersten Mal seit Jahren. Sie gab ein kleines Nicken. »Danke.« Wilhelm trat vor und legte überraschend sanft eine Hand auf ihre Schulter. »Du weißt nicht, was du hier getan hast«, sagte er, nicht nur für ihn, auch für mich. In dieser Nacht schlief Mia zum ersten Mal in ihrem Leben in einem echten Bett. Die Matratze war weich, die Laken rochen nach Lavendel und das Kissen umhüllte ihren Kopf, als hätte es ihr ganzes Leben auf sie gewartet. Ihr Zimmer war einfach, eine Kommode, ein kleines Fenster, ein Schreibtisch mit einer Lampe. Aber für sie fühlte es sich an wie ein Palast. Draußen vor der Tür lag Max zusammengerollt. Seine Ohren zuckten bei jedem Geräusch, als würde er sie vor einer Welt bewachen, die nie freundlich gewesen war. Er bellte nicht. Er knurrte nicht.
Er wartete nur so loyal und ruhig, wie das Mädchen, das ihm wieder Vertrauen beigebracht hatte. Im Zimmer gegenüber saß Herr Wilhelm allein auf der Kante seines Bettes, das Foto Ich und Duke 1965 in seinen Händen. Lange Zeit starrte er es an. Diesmal nicht mit Trauer, sondern mit etwas, das dem Frieden nahe kam. Er flüsterte zu dem Foto: Sie hat ihn nicht repariert. Sie hat ihn daran erinnert, dass er nie kaputt war. Am nächsten Morgen ging Mia neben Herr Wilhelm, als würde sie schon immer dorthin gehören. Ruhig, gelassen. Mit Max, der hinter ihnen hertrottete wie ein Schatten, der endlich seine Sonne gefunden hatte. Niemand stellte es in Frage. Niemand zweifelte daran. Später in dieser Woche wurde sie in die Schule eingeschult. Wilhelm hatte jetzt eine neue Routine: Morgenkaffee, Zeitungslesen und eine kleine Brottasche mit Mias Namen darauf packen. Max würde jeden Nachmittag am Tor warten, bis sie zurückkam. Der Schwanz wedelte wie ein Uhrwerk. Die Leute in der Stadt begannen, nach dem Mädchen auf dem Anwesen zu fragen, dem Mädchen, das den unmöglichen Hund verändert hatte. Und wenn sie die Geschichte hörten, lächelten die meisten nur und sagten: Manche Dinge kann Geld nicht reparieren. Denn am Ende ging es nicht um die Million Euro. Es ging darum, gesehen zu werden, sicher zu sein, wenigstens einmal an sich geglaubt zu bekommen. Mias erster Schultag war wie das Betreten einer anderen Welt. Die Friedrich-Schiller-Realschule in Bad Cannstatt war ein imposantes Backsteingebäude, umgeben von gepflegten Höfen und dem Lärm von Hunderten Schülern. Wilhelm hatte ihr neue Kleidung gekauft, nichts Extravagantes, aber sauber und passend. Einen blauen Rucksack, Stifte, Hefte, alles, was ein normales Schulkind brauchte. Aber Mia fühlte sich alles andere als normal. Als sie durch die Eingangshalle ging, verstummten Gespräche, nicht aus Bosheit, sondern aus Neugier. Wer war dieses Mädchen, das plötzlich in der Mitte des Schuljahres auftauchte? Ihre Lehrerin, Frau Becker, eine freundliche Frau mit graumeliertem Haar, stellte sie der Klasse vor. Das ist Mia. Sie wird ab heute bei uns lernen. Ich hoffe, ihr werdet sie alle herzlich willkommen heißen. 20 Augenpaare starrten sie an. Mia setzte sich in die hintere Reihe, ihr gewohnter Platz. Unsichtbar, beobachtend, still. In der Pause näherten sich ihr einige Mitschüler. Lisa, ein Mädchen mit blonden Zöpfen, war die erste. »Wo warst du denn vorher? Ich hab dich noch nie gesehen.« Mia zögerte. Wie sollte sie erklären, dass sie auf der Straße gelebt hatte, dass sie in Müllcontainern nach Essen gesucht hatte, dass sie nicht wusste, wer ihre Eltern waren? Ich bin neu in der Gegend«, sagte sie schließlich. »Cool, wo wohnst du denn?« »Bei Herr Wilhelm, auf dem Hundegestüt.« Die Gesichter der Kinder veränderten sich. Jeder in der Umgebung kannte Geschichten über den reichen Einsiedler und sein gefährliches Anwesen. »Wirklich? Stimmt es, dass da ein Killerhund lebt?« fragte Tom mit Sommersprossen aufgeregt. Mia lächelte zum ersten Mal seit langem. »Max ist kein Killerhund, er ist nur missverstanden worden.« »Du kennst ihn?« flüsterte Lisa mit großen Augen. »Er ist mein bester Freund.« Die Kinder tauschten Blicke aus. Diese neue Mitschülerin war definitiv anders als alle anderen. Nach der Schule wartete Max tatsächlich am Tor, genau wie Wilhelm gesagt hatte. Sein Schwanz wedelte wild, als er Mia sah. Die anderen Schüler blieben in sicherer Entfernung stehen und beobachteten ungläubig, wie das Mädchen den gefährlichen Hund streichelte. »Wie war dein Tag?« fragte Wilhelm beim Abendessen. Sie saßen am großen Eichentisch in seinem Esszimmer, ein Anblick, der vor einer Woche undenkbar gewesen wäre. »Anders«, antwortete Mia ehrlich. »Die anderen Kinder sind neugierig. Sie verstehen nicht, warum ich hier bin.« Wilhelm nickte nachdenklich. »Verstehst du es denn?« Mia dachte nach, während sie ihre Suppe löffelte. »Ich glaube, manche Menschen finden einander, wenn sie es am meisten brauchen. Du brauchtest jemanden, der Max versteht. Ich brauchte jemanden, der mich versteht.« Wilhelm lächelte. Das erste echte Lächeln, das sein Gesicht seit Jahren gezeigt hatte. Die Wochen vergingen und Mia fand langsam ihren Platz in der Schule. Lisa und Tom wurden zu echten Freunden, auch wenn sie immer noch fasziniert von ihrer Geschichte waren.
Andere Kinder blieben distanziert, nicht aus Bosheit, sondern weil Mia eine Aura des Geheimnisvollen umgab. Eines Freitags kam Frau Becker mit einer besonderen Ankündigung in die Klasse. Nächste Woche haben wir Projekttage zum Thema Tiere und Menschen. Wer von euch hat ein Haustier, das er mitbringen möchte? Viele Hände schossen in die Höhe. Lisa rief, ich bringe meinen Hamster Freddy mit. Tom meldete sich, mein Wellensittich kann guten Tag sagen. Alle Augen wandten sich zu Mia. Sie saß still da, die Hände gefaltet. Mia, fragte Frau Becker freundlich, du lebst doch auf einem Hundegestüt. Hast du vielleicht einen besonderen Hund? Die Klasse wurde mucksmäuschenstill. Jeder wusste von Max, dem Hund, der angeblich so gefährlich war, dass niemand ihm nahe kommen konnte. Mia zögerte. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre. Ach komm schon, drängte Tom. Zeig uns endlich diesen mysteriösen Max. Der wird uns alle auffressen, kicherte ein anderes Mädchen nervös. Aber Lisa verteidigte Mia. Wenn Mia sagt, er ist lieb, dann stimmt das auch. Sie lügt nie. Am Abend sprach Mia mit Wilhelm über die Situation. Sie saßen wie jeden Abend im Wohnzimmer. Max lag zu ihren Füßen. Sie wollen Max kennenlernen, sagte sie. Aber ich habe Angst. Was, wenn er sich wieder anders verhält? Was, wenn die Kinder Angst bekommen? Wilhelm betrachtete Max, der friedlich schnarchte. Weißt du mir, Max war nie das Problem. Die Menschen um ihn herum waren das. Sie sahen nur seine Vergangenheit, nicht sein Herz. Er beugte sich vor. Aber du hast ihm gezeigt, dass er vertrauen kann. Vielleicht ist es Zeit, dass er auch anderen zu vertrauen lernt. Am Montag stand Mia nervös vor der Schule. Neben ihr ging Max an der Leine, ruhig, aufmerksam, aber entspannt. Wilhelm hatte darauf bestanden, sie zu begleiten. Als sie den Schulhof betraten, verstummten alle Gespräche. Hunderte von Augen starrten auf den großen, schwarzen Schäferhund. Einige Kinder wichen zurück, andere kamen neugierig näher. Max blieb nah bei Mia, aber seine Ohren waren aufgestellt, seine Augen wachsam, aber nicht aggressiv. Das ist also der berühmte Max, murmelte jemand. Er sieht gar nicht so beängstigend aus, flüsterte ein anderer. Frau Becker kam auf sie zu, zunächst vorsichtig, aber als sie Mias ruhige Ausstrahlung sah, entspannte sie sich. »Hallo Max«, sagte sie sanft, »freut mich, dich kennenzulernen.« Max schaute zu Mia, die ermutigend nickte. Dann ganz langsam wedelte er einmal mit dem Schwanz. Ein kollektives »Oh« ging durch die Menge der Schüler. »Darf ich ihn streicheln?« fragte Lisa mutig. Mia nickte. »Langsam, lass ihn zuerst an deiner Hand riechen.« Lisa streckte vorsichtig ihre Hand aus, Max schnüffelte, dann leckte er sanft ihre Finger. Lisa strahlte. »Er ist so weich und warm.« Bald bildete sich eine vorsichtige Schlange von Kindern, die alle Max kennenlernen wollten. Während der Präsentation erzählte Mia Max Geschichte. Nicht die Version von einem gefährlichen Hund, sondern die Wahrheit. Ein Tier, das Schmerz erlebt hatte und Vertrauen verloren hatte, bis jemand ihm mit Geduld und Verständnis begegnete. Menschen und Tiere sind gar nicht so verschieden, sagte sie zu der stillen Klasse. Wir alle brauchen jemanden, der an uns glaubt, auch wenn wir selbst aufgegeben haben. Max lag entspannt neben ihrem Pult. Seine Augen folgten ihrer Stimme. Ab und zu wedelte er mit dem Schwanz, wenn er seinen Namen hörte. »Wie hast du es geschafft?« fragte Herr Schmidt, der Sportlehrer, der auch zugeschaut hatte. »Ich meine, wenn er wirklich so aggressiv war?« Mia dachte nach. »Ich habe ihm nicht gesagt, was er tun soll. Ich habe ihm nur gezeigt, dass er sicher ist. Manchmal müssen wir gar nichts tun, nur da sein.« Nach der Präsentation umringten die Schüler Mia und Max. Die Angst war gewichen, ersetzt durch ehrliche Bewunderung. »Du bist echt mutig«, sagte Kevin, ein Junge aus der Parallelklasse, der vorher nie mit ihr gesprochen hatte. »Kannst du uns beibringen, wie man mit Hunden umgeht?« fragte Sarah aus der 8. Klasse. Plötzlich war Mia nicht mehr das seltsame neue Mädchen. Sie war die Hundeflüsterin, diejenige, die das Unmögliche geschafft hatte. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Während der großen Pause hörten alle einen Schrei vom Sportplatz. Ein kleiner Erstklässler, Jonas, war beim Spielen gestürzt und hatte sich das Knie aufgeschlagen. Blut sickerte durch seine zerrissene Hose und er weinte vor Schmerz und Angst. Die Pausenaufsicht war noch nicht da
und die größeren Kinder standen hilflos herum. Jonas hatte zu viel Angst, um sich von jemandem anfassen zu lassen. Max, der bis dahin ruhig neben mir gelegen hatte, stand plötzlich auf. Seine Ohren waren aufgestellt, aber nicht aggressiv, aufmerksam. »Max?« murmelte Mia verwirrt. Ohne ein Kommando zu bekommen, ging Max langsam zu dem weinenden Jungen. Die anderen Kinder wichen zurück, unsicher, was passieren würde. Max setzte sich vorsichtig neben Jonas und legte seinen großen Kopf sanft auf dessen Schoß. Der kleine Junge hörte auf zu weinen und schaute mit großen, tränenfeuchten Augen auf den Hund. »Hallo«, flüsterte Jonas. Max leckte ganz vorsichtig über Jonas' Hand. Der Junge lächelte zum ersten Mal seit seinem Sturz. »Er ist warm«, sagte Jonas zu den anderen Kindern, »und weich.« In diesem Moment kamen Frau Becker und der Schulleiter Herr Wagner angelaufen. Sie blieben wie erstarrt stehen, als sie die Szene sahen, der angeblich gefährliche Hund, der einen verletzten Jungen tröstete. Das ist bemerkenswert«, murmelte Herr Wagner, »ich habe so etwas noch nie gesehen.« Mia kniete sich neben Jonas. »Komm, wir bringen dich zum Sekretariat. Max kann mitkommen, wenn du möchtest.« Jonas nickte eifrig. »Kann er immer hierher kommen? Er ist der beste Hund der Welt.« Von diesem Tag an war alles anders. Max wurde zu einer Art Schulmaskottchen und Mia war stolz auf ihren besten Freund. An einem verregneten Samstagnachmittag saßen Mia und Wilhelm in seinem Arbeitszimmer. Die Wände waren voller Bücher und alter Fotos, aber eines stach besonders hervor: das Bild des kleinen Jungen mit seinem Hund Duke. »Erzählst du mir von ihm?« fragte Mia leise und deutete auf das Foto. Wilhelm legte sein Buch zur Seite und betrachtete das Bild lange. Seine Augen wurden weich, aber auch traurig. »Duke war mein allererster Freund«, begann er. »Meine Eltern waren schwierige Menschen. Mein Vater war Geschäftsmann, immer unterwegs. Meine Mutter war krank, lag oft im Bett. Ich war meist allein in unserem großen Haus in München.« Er stand auf und nahm das Foto in die Hand. Dann, zu meinem 8. Geburtstag, brachte mein Vater Duke mit, ein kleiner Schäferhundwelpe, nicht größer als eine Katze. Er sagte, ich bräuchte etwas, das mich beschäftigt. Mia hörte aufmerksam zu. Draußen prasselte der Regen gegen die Fenster. Duke und ich waren unzertrennlich. Er schlief in meinem Bett, folgte mir überall hin, hörte mir zu, wenn ich von der Schule erzählte. Er war der Einzige, der nie zu beschäftigt war für mich. Wilhelm setzte sich wieder. Als ich 16 war, wurde Duke krank. Krebs. Die Tierärzte sagten, wir könnten nichts mehr tun. Ich bettelte meinen Vater an, alles zu versuchen, aber er sagte nur, das ist nur ein Hund, Wilhelm, wir können einen neuen kaufen. Seine Stimme wurde leiser. Ich hielt Duke in meinen Armen, als er starb. In diesem Moment schwor ich mir 2 Dinge. Erstens, dass ich nie wieder so hilflos sein würde. Zweitens, dass ich immer für die kämpfen würde, die keine Stimme haben. »Deshalb hast du das Hundegestüt gebaut«, verstand Mia. Wilhelm nickte. »Ich wurde reich, sehr reich, aber Geld konnte Duke nicht zurückbringen. Also rettete ich andere Hunde, Hunderte über die Jahre. Aber keiner war wie Duke, bis Max kam«, vollendete Mia. Max wurde als Welpe misshandelt, bevor er hierher kam. Seine ersten Besitzer benutzten ihn für illegale Hundekämpfe. Als die Polizei die Bande hochnahm, war Max schon so traumatisiert, dass ihn niemand anfassen konnte. Wilhelm sah zu Max hinüber, der vor dem Kamin lag. Ich sah Duke in ihm, den Schmerz, die Angst, aber auch die Möglichkeit zur Liebe. Deshalb konnte ich ihn nie aufgeben, egal was passierte. Und deshalb warst du so verzweifelt, als niemand zu ihm durchdringen konnte, verstand Mia. Genau. Du hast nicht nur Max gerettet, Mia. Du hast den kleinen Jungen in mir gerettet, der Duke nie vergessen konnte. Mia stand auf und umarmte Wilhelm. Es war das erste Mal, dass sie jemanden umarmte, seit sie sich erinnern konnte. »Weißt du«, flüsterte sie, »ich glaube, Duke hätte Max auch geholfen, genauso wie er dir geholfen hat.« Wilhelm drückte sie fest an sich und zum ersten Mal seit Jahrzehnten fühlte er sich nicht mehr allein. Draußen hörte der Regen auf und die Sonne brach durch die Wolken. Die Geschichte von Mia und Max verbreitete sich schneller, als irgendjemand erwartet hatte. Es begann mit einem Facebook-Post von Lisas Mutter, die ein Foto von Max mit den Schulkindern teilte. Binnen Stunden wurde es hunderte Male geteilt.
Dann rief die Stuttgarter Zeitung an, dann das SWR-Fernsehen. Schließlich meldeten sich sogar überregionale Medien. »Das Wundermädchen von Baden-Württemberg«, titelten sie. »12-Jährige zähmt Killerhund mit Liebe.« Wilhelm war alles andere als begeistert. »Sie werden aus dir ein Spektakel machen, Mia. Das ist nicht gut für dich und es ist nicht gut für Max.« Aber Mia sah es anders. »Vielleicht können wir anderen helfen. Es gibt bestimmt mehr Hunde wie Max da draußen. Und mehr Kinder wie mich.« Am Donnerstag kam ein Fernsehteam. Der Reporter, Herr Kessler, war ein freundlicher Mann mittleren Alters mit einer warmen Stimme. »Mia, kannst du uns erzählen, wie du es geschafft hast, Max zu zähmen?« fragte er, während die Kamera lief. Mia saß neben Max auf der Wiese vor dem Haupthaus. »Ich habe ihn nicht gezähmt. Man zähmt keine Freunde. Ich habe ihm nur gezeigt, dass er mir vertrauen kann.« »Und wie hast du das gemacht?« »Indem ich einfach da war. Manchmal brauchen wir alle nur jemanden, der bleibt, auch wenn es schwierig wird.« Die Zuschauer liebten ihre Ehrlichkeit und Weisheit. Das Interview wurde über 1 Million Mal angesehen. Aber mit dem Ruhm kamen auch Probleme. Täglich standen Menschen vor dem Tor des Anwesens und wollten Max sehen. Manche brachten ihre eigenen problematischen Hunde mit und hofften auf ein Wunder. »Es wird zu viel«, sagte Wilhelm eines Abends besorgt. »Max ist gestresst von all den fremden Menschen.« Tatsächlich war Max unruhiger geworden. Er folgte Mia noch enger als sonst und knurrte wieder, wenn Fremde zu nahe kamen. »Wir müssen etwas ändern«, stimmte Mia zu. »Aber ich will den Menschen trotzdem helfen.« Die Lösung kam von einer unerwarteten Quelle. Frau Dr. Schneider, eine Tierpsychologin aus Stuttgart, rief an. »Ich habe Ihr Interview gesehen. Sie haben ein außergewöhnliches Verständnis für traumatisierte Tiere. Würden Sie Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten?« Sie erklärte ihre Idee, ein Therapiezentrum für verhaltensauffällige Hunde, wo Miersch Methoden anderen Trainern beigebracht werden könnten. Sie müssten nicht mehr vor Kameras stehen, versprach Dr. Schneider. Aber sie könnten Hunderten von Hunden helfen, ohne dass Max überlastet wird. Wilhelm war sofort interessiert. Das wäre perfekt. Mina könnte ihre Gabe nutzen, ohne dass unser Haus zu einem Zirkus wird. Und ich könnte weiter zur Schule gehen, fragte Mia. Natürlich, das Training würde nur an Wochenenden stattfinden. Mia sah zu Max, der entspannt neben ihr lag. Was denkst du, Max? Sollen wir anderen Hunden helfen? Max wedelte einmal mit dem Schwanz, als hätte er verstanden. Eine Woche später wurde das Max und Mia Therapiezentrum angekündigt. Die Medien berichteten begeistert über das neue Projekt. Das Mädchen, das einen Killerhund rettete, will jetzt alle Hunde retten, schrieb die Bild-Zeitung. Aber diesmal störte es Mia nicht. Sie hatte einen Weg gefunden, ihre Geschichte für etwas Gutes zu nutzen. Das erste Wochenende im neuen Therapiezentrum war aufregend und nervenaufreibend zugleich. Wilhelm hatte einen separaten Bereich des Anwesens umbauen lassen. Ruhige Räume, sichere Gehege und viel Platz für ängstliche Hunde. Dr. Schneider hatte 3 Fälle ausgewählt. Luna, eine Bordeaux-Dogge, die nach einem Autounfall jeden Lärm fürchtete, Rex, einen Rottweiler, der von seinem vorherigen Besitzer geschlagen worden war, und Bella, eine kleine Mischlingshündin, die so schüchtern war, dass sie sich vor jedem Menschen versteckte. »Erinnerst du dich an das Wichtigste?« fragte Dr. Schneider, als die ersten Besitzer mit ihren Hunden ankamen. »Geduld, Ruhe und keine Erwartungen«, wiederholte Mia die Lektion. »Genau. Und vergiss nicht, du musst nicht jeden Hund retten. Manchmal hilfst du schon, indem du den Besitzern zeigst, wie sie selbst helfen können.« Der erste Hund war Luna. Sie zitterte am ganzen Körper und presste sich gegen die Beine ihrer Besitzerin, Frau Müller. »Sie ist seit dem Unfall wie verwandelt«, erklärte Frau Müller mit Tränen in den Augen. »Jedes Geräusch lässt sie zusammenzucken. Sogar das Klappern von Geschirr macht ihr Angst.« Mia setzte sich auf den Boden, weit genug von Luna entfernt, und wartete. Max lag entspannt neben ihr, ein lebender Beweis, dass Heilung möglich war. »Erzählen Sie mir von Luna, bevor der Unfall passiert ist«, sagte Mia ruhig. Während Frau Müller von ihrer einst mutigen und verspielten Hündin erzählte, beobachtete Mia Luna genau. Die Hündin lauschte der vertrauten Stimme und entspannte sich minimal. »Sehen Sie?«, flüsterte Mia. »Sie erinnert sich an die guten Zeiten. Sprechen Sie weiter.« Nach einer halben Stunde war Luna so weit entspannt, dass sie sich hinlegte, immer noch nah bei ihrer Besitzerin, aber nicht mehr zitternd. »Das ist mehr Fortschritt, als wir in Monaten hatten«, staunte Frau Müller. Bei Rex war es schwieriger. Der große Rottweiler knurrte jeden an, der sich näherte. Sein Besitzer, Herr Koch, war verzweifelt. »Ich habe ihn aus dem Tierheim geholt, weil niemand sonst ihn wollte, aber ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll.« Mia erkannte etwas in Rex' Augen.
dieselbe kalte Wut, die Max einst gezeigt hatte. »Er vertraut Ihnen«, sagte sie zu Herr Koch. »Sehen Sie, wie er Sie anschaut. Er beschützt Sie, weil er Angst hat, Sie zu verlieren. Aber er knurrt mich an. Nein, er knurrt an allem, was Ihnen zu nahe kommt. Er denkt, er muss Sie beschützen, weil das seine Art ist zu sagen, ich liebe dich.« Diese neue Perspektive veränderte alles für Herr Koch. Plötzlich sah er Rex' Verhalten nicht mehr als Aggression, sondern als Angst. Am Ende des Tages war Dr. Schneider begeistert. »Sie haben ein Geschenk, Mia. Sie sehen nicht das Problem, sondern die Lösung. Ich sehe nur, was ich in Max gesehen habe. Jeder Hund will geliebt werden. Manche haben nur vergessen, wie das geht.« In den folgenden Wochen kamen immer mehr Hundebesitzer. Nicht alle Geschichten endeten mit sofortigen Wundern, aber jede endete mit Hoffnung. Mia entwickelte ihre eigene Methode. Zuerst die Geschichte des Hundes anhören, dann den Besitzer lehren, die Welt aus den Augen ihres Hundes zu sehen. Menschen wollen oft ihre Hunde ändern, aber meist müssen die Menschen sich ändern. Wenn wir verstehen, warum ein Hund Angst hat, können wir ihm helfen, wieder Mut zu fassen. 3 Monate nach der Eröffnung des Therapiezentrums kam der schwierigste Fall, den Mia je erlebt hatte. Ein Anruf mitten in der Nacht von Dr. Schneider. »Mia, wir haben eine Notfallsituation. Die Polizei hat einen Hund aus einer illegalen Zucht befreit. Er ist in einem schrecklichen Zustand.« Am nächsten Morgen sah Mia ihn zum ersten Mal. Shadow. Ein schwarzer Mischling, dünn bis auf die Knochen, mit Narben überall und Augen, die jede Hoffnung verloren hatten. Er lag regungslos in seinem Zwinger und reagierte auf nichts. »Er frisst nicht, trinkt kaum«, erklärte der Tierarzt. »Körperlich wird er sich erholen, aber psychisch... Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der so aufgegeben hat.« Mia betrachtete Shadow lange. Er erinnerte sie schmerzhaft an sich selbst. An die Zeit auf der Straße, als sie aufgehört hatte zu glauben, dass sich etwas ändern könnte. »Darf ich allein mit ihm sein?« fragte sie. »Das ist zu gefährlich«, protestierte Dr. Schneider. »Wir wissen nicht, wie er reagiert.« »Er wird nicht reagieren«, sagte Mia ruhig. »Das ist das Problem.« Sie setzte sich vor Shadows Zwinger, nicht hinein, nur davor. Stundenlang. Sie sprach nicht, versuchte nicht, ihn zu berühren, sie war einfach da. Tag für Tag kam sie. Manchmal brachte sie Max mit, der sich ebenfalls still hinlegte. 2 Überlebende, die einem Dritten zeigten, dass Überleben möglich war. Nach einer Woche bewegte Shadow zum ersten Mal seinen Kopf, um Mia anzusehen. »Hallo Shadow«, flüsterte sie. »Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn alles hoffnungslos scheint.« Sie erzählte ihm ihre Geschichte, von den kalten Nächten, dem Hunger, der Angst. »Ich dachte auch, niemand würde mich je wollen, aber ich lag falsch.« In der 2. Woche stand Shadow auf, als Mia kam. Ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger. »Siehst du, Max?«, sagte sie sanft. »Er war auch wie du. Voller Angst, voller Schmerz. Aber schau ihn jetzt an.« Max, als würde er verstehen, wedelte einmal mit dem Schwanz. Wilhelm beobachtete Mias Arbeit mit wachsender Sorge. »Du gibst zu viel von dir selbst, Mia. Shadow löst Erinnerungen in dir aus.« Er hatte recht. Jede Nacht träumte Mia von ihrer Zeit auf der Straße. Aber sie gab nicht auf. »Manchmal muss man jemandem zeigen, dass er nicht allein ist«, erklärte sie Wilhelm. »Auch wenn es weh tut.« Am Ende der 3. Woche passierte es. Als Mia wie immer vor seinem Zwinger saß, stand Shadow auf und kam zur Tür. Zum ersten Mal seit seiner Rettung suchte er Kontakt. Mia streckte langsam ihre Hand durch die Gitterstäbe. Shadow schnüffelte, zögerte, dann leckte er sanft ihre Finger. Dr. Schneider, die alles beobachtet hatte, wischte sich Tränen aus den Augen. »Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe.« Er hat nur verstanden, dass er nicht mehr kämpfen muss, dass er sicher ist. In den folgenden Wochen erholte sich Shadow erstaunlich schnell. Er gewann an Gewicht, sein Fell wurde glänzend und langsam kam seine Persönlichkeit zum Vorschein. Spielfall, anhänglich, dankbar. »Du hast ihm das Leben gerettet«, sagte Wilhelm zu Mia, als sie Shadow beim Spielen zusahen. »Nein«, antwortete Mia, »ich habe ihm nur gezeigt, dass das Leben es wert ist, gerettet zu werden.« Shadow fand schnell eine liebevolle Familie. Die Wagners. Ein älteres Ehepaar, deren eigener Hund vor kurzem gestorben war. »Er ist perfekt«, sagte Frau Wagner, als Shadow sanft ihre Hand leckte. »Es ist, als wüsste er, dass er geliebt wird.« Als Shadow mit seiner neuen Familie ging, sah er sich noch einmal um zu Mia.
In seinen Augen lag kein Schmerz mehr, sondern Dankbarkeit. »Du hast wieder ein Wunder vollbracht«, sagte Dr. Schneider, aber Mia schüttelte den Kopf. »Das war kein Wunder, das war nur Liebe.« Das Video von Shadows Transformation verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch die sozialen Medien. Binnen einer Woche hatte es über 10 Millionen Aufrufe. Plötzlich kannte die ganze Welt Mias Geschichte. »Unglaublich«, murmelte Wilhelm, als er die Nachrichten sah. CNN, BBC, sogar das japanische Fernsehen will ein Interview. Mia betrachtete die Zahlen auf dem Bildschirm mit gemischten Gefühlen. Das ist schön, aber ich hoffe, es geht nicht wieder so verrückt zu wie beim letzten Mal. Die Aufmerksamkeit brachte jedoch auch wunderbare Möglichkeiten mit sich. Dr. Sarah Mitchell von der Universität Cambridge rief an. Mia, ich bin Professorin für Tierpsychologie. Ihre Arbeit revolutioniert unser Verständnis von Tiertrauma. Würden die bereit sein, bei unserem internationalen Symposium zu sprechen? Ein Symposium? Fragte Mia unsicher. Die wichtigsten Tierpsychologen der Welt kommen zusammen. Ihre Methoden könnten Tausenden von Tieren helfen. Wilhelm sah Mias Zögern. Du musst nicht zusagen, du bist erst 13. Aber Dr. Schneider war anderer Meinung. Mia, Sie haben bereits mehr erreicht als Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Welt braucht das, was Sie zu bieten haben. Nach langem Nachdenken sagte Mia zu. Aber ich mache es nur unter einer Bedingung. Max kommt mit. 2 Wochen später flogen sie nach London. Mia war noch nie in einem Flugzeug gewesen, geschweige denn in einer anderen Stadt. Max mit einem speziellen Therapiehundausweis durfte in der Kabine mitfliegen. »Schau mal«, flüsterte Mia und zeigte Max das Fenster. »Wir fliegen über den Wolken.« Max wedelte nervös mit dem Schwanz. Auch für ihn war alles neu. Das Symposium fand in einem prächtigen Hörsaal der Universität Cambridge statt. Hunderte von Wissenschaftlern aus aller Welt waren gekommen. Als Mia den Saal betrat, wurde es mucksmäuschenstill. »Meine Damen und Herren«, verkündete Professor Mitchell, »darf ich Ihnen Mia vorstellen, die junge Frau, die unser Verständnis von Tiertherapie revolutioniert hat.« Applaus brandete auf. Mia fühlte sich winzig auf der großen Bühne, aber Max neben ihr gab ihr Mut. »Hallo«, begann sie einfach. »Ich bin keine Wissenschaftlerin. Ich bin nur ein Mädchen, das gelernt hat, Hunden zuzuhören.« Sie erzählte ihre Geschichte ohne Beschönigung. Das Leben auf der Straße, die erste Begegnung mit Max, die Arbeit im Therapiezentrum. Viele Experten fragen mich nach meinen Techniken. Aber ich glaube, es gibt nur eine Technik. Echte Empathie. Man muss bereit sein, die Welt durch die Augen des Tieres zu sehen. Ein Professor aus Japan meldete sich. Aber wie können wir das wissenschaftlich messen? Wie können wir ihre Methoden standardisieren? Mia dachte nach. Vielleicht ist das Problem. Wir versuchen, Liebe zu standardisieren. Aber jeder Hund ist anders, jedes Trauma ist einzigartig. Man kann Empathie nicht in ein Schema pressen. Ein Murmeln ging durch den Saal. Einige Wissenschaftler nickten zustimmend, andere schüttelten skeptisch die Köpfe. Nach ihrem Vortrag umringten Dutzende von Experten Mia mit Fragen. Aber die wichtigste Begegnung war mit Dr. Elena Rodriguez aus Spanien. »Mia, ich arbeite mit Straßenhunden in Madrid. Würden Sie mir helfen, ein Zentrum wie Ihres aufzubauen?« Plötzlich wurde Mia klar, dass ihre Geschichte weit über Max hinausging. Sie konnte Hunden auf der ganzen Welt helfen. »Ja«, sagte sie ohne zu zögern. »Aber wir machen es richtig. Nicht für Berühmtheit, sondern für die Hunde.« Zurück in Deutschland wartete eine Überraschung auf Mia. Wilhelm hatte das Wohnzimmer in ein provisorisches Büro verwandelt, voller Karten, Telefone und Computer. »Was ist das alles?« fragte Mia verwundert. »Willkommen in deiner neuen Realität«, lächelte Wilhelm. »Seit deinem Vortrag in Cambridge haben sich 47 Organisationen aus 23 Ländern gemeldet. Alle wollen deine Hilfe.« Mia ließ sich auf das Sofa fallen. Max kuschelte sich an sie. »Das ist überwältigend.« Dr. Schneider, die ebenfalls da war, sprach beruhigend. »Wir müssen klug vorgehen. Sie können nicht überall gleichzeitig sein.« Wilhelm zeigte auf eine Weltkarte mit roten Punkten. »Ich schlage vor, wir beginnen mit 3 Pilotprojekten. Madrid mit Dr. Rodriguez, dann Tokio und vielleicht Sydney.« »Aber wie soll das funktionieren?« fragte Mia.
Ich kann doch nicht ständig um die Welt reisen. Ich muss zur Schule und Max braucht sein Zuhause. Das war das erste große Problem. Wie konnte eine 13-Jährige ein internationales Hilfsprogramm leiten? Die Lösung kam von einer unerwarteten Quelle. Mias Klassenkameradin Lisa hatte alles mitverfolgt und eine Idee. »Warum machst du nicht Online-Kurse?« schlug sie vor. »Mein Vater unterrichtet über Zoom. Du könntest Hundetrainer auf der ganzen Welt ausbilden.« Wilhelm war begeistert. »Das ist brillant. Du könntest von hier aus arbeiten und trotzdem global helfen.« In den nächsten Wochen entwickelten sie ein System. Mia würde jeden Samstag Online-Seminare für Hundetrainer geben. Max würde immer dabei sein, als lebender Beweis für ihre Methoden. Das erste internationale Webinar hatte 500 Teilnehmer aus 30 Ländern. Mia war nervös, aber Max neben ihr gab ihr Sicherheit. »Hallo alle zusammen«, begann sie auf Englisch. »Ich bin Mia und das ist Max. Wir möchten euch zeigen, dass jeder Hund gerettet werden kann.« Sie demonstrierte ihre Techniken mit Max, erklärte die Bedeutung von Geduld und Empathie. Die Teilnehmer stellten Fragen über den Chat. »Wie lange dauert das normalerweise?« fragte jemand aus Australien. »Es gibt keine Normalität. Manche Hunde öffnen sich in Minuten, andere brauchen Monate. Der Schlüssel ist nie aufzugeben.« Dr. Rodriguez aus Madrid meldete sich. »Mia, wir haben hier einen Hund namens Carlos. Er wurde als Welpe misshandelt und vertraut niemandem. Könntest du uns helfen?« »Zeigt mir Carlos«, sagte Mia. Über die Webcam sah sie einen kleinen braunen Mischling, der in der Ecke seines Zwingers kauerte. Sofort erkannte sie die Zeichen. »Er ist nicht aggressiv«, analysierte sie. »Er hat nur Angst. Setzt euch einfach jeden Tag zu ihm, redet mit ihm, erzählt ihm von eurem Tag. Er muss lernen, dass menschliche Stimmen Sicherheit bedeuten.« 2 Wochen später rief Dr. Rodriguez jubelnd an. »Es funktioniert. Carlos kommt jetzt zu uns, wenn wir sprechen.« Solche Erfolge häuften sich. Trainer aus Japan berichteten von Fortschritten mit Hunden, die nach dem Tsunami traumatisiert waren. Ein Tierheim in Kanada teilte Videos von Hunden, die dank Mias Methoden neue Familien gefunden hatten. Aber der Erfolg brachte auch Herausforderungen. Mia verbrachte so viel Zeit mit den Online-Kursen, dass ihre Schulnoten litten. Sie war müde, gestresst, manchmal sogar gereizt. »Du machst zu viel«, warnte Wilhelm. »Du bist immer noch ein Kind.« »Aber die Hunde brauchen Hilfe«, protestierte Mia. »Und wer hilft dir, wenn du zusammenbrichst?« Max schien Wilhelms Sorge zu teilen. Er folgte Mia noch aufmerksamer und legte sich oft schützend vor ihren Schreibtisch, als wollte er sie vor zu viel Arbeit bewahren. Der Wendepunkt kam, als Mia während eines Live-Webinars zusammenbrach. Sie war mitten in der Erklärung einer Technik, als sie plötzlich in Tränen ausbrach. »Es tut mir leid«, schluchzte sie vor 800 Zuschauern. »Ich kann nicht mehr.« Max reagierte sofort auf Mias Tränen. Er sprang auf, legte seinen Kopf auf ihren Schoß und winselte leise. Ein Geräusch, das er seit Monaten nicht mehr gemacht hatte. Wilhelm schaltete schnell die Webcam aus. »Das reicht«, sagte er bestimmt. »Du machst eine Pause, Mia. Sofort.« Die nächsten Tage verbrachte Mia nur mit Max im Garten, weit weg von Computern und Telefonen. Sie schlief viel, aß Wilhelms selbstgemachte Suppe und redete mit niemandem über Hunde oder Therapie. »Ich habe versagt«, murmelte sie am 3. Tag zu Max. »All diese Menschen vertrauen mir und ich breche zusammen.« Max leckte ihre Hand, als würde er sagen, »Du bist immer noch hier, das ist alles, was zählt.« Wilhelm kam zu ihnen in den Garten. »Weißt du, was ich gelernt habe, als ich mein Unternehmen aufgebaut habe?« Mia schüttelte den Kopf. »Dass man nicht alles allein machen kann. Selbst das größte Genie braucht ein Team.« Er setzte sich neben sie ins Gras. »Du hast etwas Wunderbares geschaffen, aber jetzt musst du lernen, es anderen zu übertragen.« »Aber niemand versteht die Hunde so wie ich«, protestierte Mia schwach. »Das stimmt, aber du kannst andere lehren, es zu verstehen. Du musst nicht jeden Hund persönlich retten.« Dr. Schneider hatte eine ähnliche Idee. Sie kam am 4. Tag mit einem Vorschlag. »Wir bilden ein Team von Experten aus. Jeder übernimmt einen Bereich. Du bleibst die Inspirationsquelle, aber andere übernehmen die praktische Arbeit.« Innerhalb einer Woche hatten sie ein System entwickelt. Dr. Rodriguez würde Europa koordinieren, Dr. Mitchell übernahm die wissenschaftliche Forschung
und ein neuer Partner aus Japan, Dr. Tanaka, kümmerte sich um Asien. Und ich? Fragte Mia. Du machst das, was nur du kannst, lächelte Wilhelm. Du inspirierst. Ein Webinar pro Monat, nicht mehr, der Rest der Zeit gehört dir und Max. Das erste monatliche Webinar war anders, entspannter, persönlicher. Mia erzählte nicht nur von Techniken, sondern auch von ihren eigenen Schwierigkeiten. Ich dachte, ich müsste perfekt sein, gestand sie den 1200 Zuschauern. Aber Max hat mir gezeigt, dass es okay ist, manchmal schwach zu sein. Heilung braucht Zeit, für Hunde und für Menschen. Die Reaktionen waren überwältigend positiv. Hunderte von Nachrichten strömten herein. Danke, dass du so ehrlich bist. Du hast mir gezeigt, dass ich nicht aufgeben darf. Max ist ein Glückspilz, dich zu haben. Langsam fand Mia ihre Balance wieder. Schule am Vormittag, Zeit mit Max am Nachmittag und nur am Wochenende Arbeit für das Therapiezentrum. Ihr 14. Geburtstag war ein ruhiges Fest. Nur Wilhelm, Dr. Schneider, Lisa und Tom waren da. Max trug ein rotes Halsband und wedelte mit dem Schwanz, als Mia ihre Kerzen ausblies. »Was hast du dir gewünscht?« fragte Lisa. Mia schaute zu Max, dann zu Wilhelm, dann zu ihren Freunden. »Dass alles so bleibt, wie es ist.« Aber sie wusste, dass sich alles ständig veränderte. Das war okay. Sie hatte gelernt, dass Wachstum nicht bedeutete, sich selbst zu verlieren. 6 Monate später erhielt Mia einen Brief, der alles veränderte. Es war von der Königin von England. Sie sind herzlich eingeladen, den Order of Merit für ihren außergewöhnlichen Beitrag zum Tierschutz zu erhalten, stand darin. Wilhelm lachte ungläubig. Die Königin will dich ehren? Das ist unglaublich. Darf Max mitkommen? War Mias erste Frage. Ich denke, für Max machen sie eine Ausnahme, grinste Wilhelm. Aber bevor sie nach London fuhren, hatte Mia eine wichtige Entscheidung zu treffen. Mehrere Verlage wollten, dass sie ein Buch schrieb, Filmstudios interessierten sich für ihre Geschichte, Universitäten boten ihr Stipendien an. »Was willst du wirklich?« fragte Wilhelm eines Abends. Mia schaute zu Max, der friedlich vor dem Kamin lag. »Ich will, dass nie wieder ein Hund so aufgeben muss wie Max damals. Und ich will, dass nie wieder ein Kind so allein ist, wie ich es war. Dann lass uns genau das tun«, lächelte Wilhelm. Der Buckingham-Palast war noch beeindruckender, als Mia es sich vorgestellt hatte. Goldene Tore, rote Teppiche und Wachen in prächtigen Uniformen. Max trug zum ersten Mal eine spezielle Weste mit der Aufschrift »Therapiehund« und benahm sich, als wüsste er, wie wichtig dieser Tag war. »Nervös?« fragte Wilhelm, während sie durch die prunkvollen Gänge gingen. »Ein bisschen«, gab Mia zu, »aber Max ist bei mir.« Die Königin erwartete sie in einem intimen Salon. Sie war kleiner als erwartet, aber ihre Ausstrahlung füllte den ganzen Raum. Als sie Max sah, lächelte sie zum ersten Mal. »Das ist also der berühmte Max. Ich habe viel über ihn gehört.« Max setzte sich höflich hin und wedelte einmal mit dem Schwanz. »Majestät«, sagte Mia unsicher. »Setzen Sie sich, Mia. Ich möchte Ihre Geschichte hören. Von Ihnen persönlich.« Die nächste Stunde verging wie im Flug. Mia erzählte von der Straße, von ihrer ersten Begegnung mit Max, vom Aufbau des Therapiezentrums. Die Königin hörte aufmerksam zu. »Sie haben etwas getan, was Millionen von Erwachsenen nicht geschafft haben. Sie haben Hoffnung erschaffen, wo keine war.« Die Verleihung war kurz, aber bewegend. »Für außergewöhnliche Verdienste um das Tierwohl«, verkündete die Königin und hängte Mia die Medaille um. Zurück in Deutschland wartete eine große Entscheidung. Die Vereinten Nationen hatten Mia eingeladen, Botschafterin für Tierschutz zu werden. »Das bedeutet viel Reisen«, warnte Wilhelm, »und viel Verantwortung. Aber auch die Chance, wirklich etwas zu bewegen«, ergänzte Dr. Schneider. Mia dachte an all die Hunde, die noch gerettet werden mussten, an all die Kinder, die wie sie auf der Straße lebten. »Ich mache es«, entschied sie, »aber mit Bedingungen. Max kommt überall hin mit und ich will nicht nur über Tiere sprechen, sondern auch über Kinder in Not.« Die UN stimmte zu.
Mias erste Rede vor der Vollversammlung war ein voller Erfolg. Mit Max an ihrer Seite sprach sie über die Verbindung zwischen Tierschutz und Kinderschutz. Wenn wir lernen, Mitgefühl für die Schwächsten zu zeigen, verändern wir die ganze Welt. Ein Jahr später gründete Mia die Max und Mia Stiftung, eine Organisation, die sowohl Straßentieren als auch Straßenkindern hilft. Weißt du, sagte Wilhelm an ihrem 15. Geburtstag, Duke hätte dich geliebt. Mia umarmte ihn. Ich glaube, er hat uns zusammengebracht. 5 Jahre waren vergangen seit jenem ersten Tag am Tor des Wilhelm-Anwesens. Mia war jetzt 18, Max 10 Jahre alt. Für einen großen Hund bereits ein Senior, aber immer noch voller Energie und Liebe. Das Therapiezentrum war zu einem internationalen Campus gewachsen. Hunderte von Trainern aus aller Welt kamen hierher, um Mias Methoden zu lernen. Über 10.000 Hunde hatten durch das Programm neue Familien gefunden. An diesem besonderen Morgen stand Mia wieder vor dem gleichen Tor, wo alles begonnen hatte. Aber diesmal war sie nicht allein. Neben ihr standen 12 Kinder zwischen 8 und 15 Jahren, alle ehemalige Straßenkinder, die jetzt im Mia-Haus lebten, einem Heim, das Wilhelm auf dem Anwesen errichtet hatte. »Das ist also der berühmte Zaun«, kicherte Emma, ein 10-jähriges Mädchen, das sie vor 6 Monaten unter einer Brücke in Berlin gefunden hatten. »Hier hat alles angefangen«, erzählte Mia. »Ich war so müde, so hungrig, aber ich wusste, dass ich hierher gehöre.« Max, grauer geworden, aber immer noch stattlich, lag entspannt im Schatten. Um ihn herum tollten 3 junge Hunde. Alle Rettungen, die Mia persönlich trainiert hatte. Und jetzt, fragte Tim, ein 15-jähriger Junge, der Max gerade das Pfötchengeben beibrachte. »Jetzt beginnt für euch alle das gleiche Abenteuer«, lächelte Mia. »Ihr werdet lernen, dass jeder eine zweite Chance verdient.« Wilhelm kam zu ihnen, älter geworden, aber glücklicher als je zuvor. Das große Haus war endlich voller Leben und Lachen. »Die Fernsehleute sind da«, verkündete er. »Bereit für das Interview?« Der Reporter von ARD wollte eine Dokumentation über Mias Lebenswerk drehen. »Mia, wenn Sie zurückblicken, was war der wichtigste Moment?« Mia dachte lange nach. »Als Max sich zum ersten Mal neben mich setzte, in dem Moment verstand ich, dass Vertrauen das Wichtigste auf der Welt ist.« »Und was sind Ihre Pläne für die Zukunft?« »Ich studiere Tierpsychologie und Sozialarbeit«, erklärte Mia. »Aber eigentlich mache ich schon das, was ich immer machen wollte: Menschen und Tieren dabei helfen, einander zu vertrauen.« Nach dem Interview saß Mia mit Max auf ihrer Lieblingsbank im Garten. Die Sonne ging unter, genau wie an jenem ersten Abend vor 5 Jahren. »Weißt du was, Max?«, flüsterte sie und streichelte sein graues Fell. »Manchmal denke ich, du hast mich mehr gerettet als ich dich.« Max legte seinen großen Kopf auf ihren Schoß und seufzte zufrieden. Wilhelm gesellte sich zu ihnen. Das neue Zentrum in Afrika wird nächsten Monat eröffnet. Und das in Südamerika? Läuft perfekt. Dr. Rodriguez sagt, sie haben bereits 200 Hunde vermittelt. Sie saßen eine Weile in friedlicher Stille. Dann sagte Mia leise: »Manchmal frage ich mich, was passiert wäre, wenn ich damals aufgegeben hätte.« »Aber das hast du nicht«, antwortete Wilhelm, »und deshalb ist die Welt heute ein besserer Ort.« In der Ferne konnte man das Lachen der Kinder hören, die mit den jungen Hunden spielten. Neue Geschichten begannen, neue Freundschaften entstanden. Max wedelte schwach mit dem Schwanz und schloss die Augen. Er war müde, aber glücklich. Seine Mission war erfüllt. Er hatte nicht nur Vertrauen zurückgewonnen, sondern es an hunderte andere weitergegeben. »Danke«, flüsterte Mia ihm ins Ohr, »für alles.« Und in diesem Moment, während die Sterne über dem Wilhelm-Anwesen erschienen, war alles perfekt.